Johnson Johnson ist eins der größten Gesundheitsunternehmen aus den USA und hat ein wirklich diversifiziertes Portfolio und ist im Gesundheitssektor weltweit tätig. Einerseits entwickelt man und vertreibt man Medikamente für eine Vielzahl von Therapiebereichen, zum Beispiel Onkologie, Immunologie und so weiter, und hat aber zudem medizintechnisch auch einen Sektor und stellt da eben medizinische Geräte und Diagnostikprodukte her. Und deswegen schauen wir uns heute mal Johnson Johnson an. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich möchte heute ein bisschen auf Johnson Johnson schauen und herausfinden, ob sich das Unternehmen aktuell ja, einfach lohnt, hier langfristig orientiert zu investieren. Und deswegen werfen wir jetzt als erstes mal einen Blick auf die letzten Quartalszahlen. Ich denke, Johnson Johnson sollte jedem bekannt sein. Man hat auch relativ bekannte Marken im Bereich der Gesundheits- und Körperpflege wie Band-Aid, Listerine, Neutrogena, Johnson's Baby und so weiter. Also da ist man schon wirklich auch bekannt. Und jetzt schauen wir hier mal auf die letzten Zahlen, die das Unternehmen vorgelegt hat. Und zwar die aus dem abgelaufenen Quartal 2024. Da konnte man seine Verkäufe weltweit um 4,3% steigern. Wenn man jetzt hier die Übernahmen ausrechnet, dann waren das sogar 7,1%, also gar nicht mal wirklich relativ gute Steigerung hier an der Stelle. Bei den Earnings per Share sehen wir, dass die Adjusted um 10,2% hochgegangen sind und die Diluted Earnings per Share sind zurückgegangen um 5,9%. Heißt, da sind dann noch einmal Effekte mit drinnen. Die also die weltweiten Medizinverkäufe haben 14,5 Milliarden US-Dollar betragen und die MedTech Sales 8 Milliarden, also circa so 75% zu 25% im Verhältnis. Und da hat man jetzt auch eine neue Übernahme abgeschlossen, nämlich von der Firma Shockwave. Grundsätzlich möchte ich noch hier die Quartalszahlen ganz genau anschauen, nämlich nochmal hier die Sales. Wir sehen, dass hauptsächlich das Wachstum hier aus den USA kommt mit 7,8%. Die westliche Hemisphäre, also ohne die USA, hat auch ein relativ gutes Wachstum. Asia Pacific ist negativ, Europa ist leichtes Wachstum, ja, und insgesamt dann eben diese 4,3% weltweit. Ja, nochmal hier schön die Adjusted Earnings per Share zu den GAAP Earnings und wir sehen dann hier auch, dass die Adjusted Earnings per Share hier um 1,6% im Vergleich zum Vorjahresquartal gesteigert werden konnte. Bei den GAAP Earnings haben wir hier ein rückläufiges Ergebnis und hier bei den Sales sehen wir aber auch zum Beispiel hier 7,2%. Das ist jetzt die Non-GAAP Measures und ohne die Covid-Vakzinverkäufe. Und deswegen haben wir hier eigentlich relativ wirklich gute Steigerung mit 7,2%, wenn man das mit ausrechnet. Ja, hier mal die medizinische Bereich. Also da geht es jetzt um die ganzen medizinischen Medikamente, die man im Portfolio hat, im Bereich Immunologie, infektiöse Krankheiten, Neuroscience, Onkologie, Kardiovaskular und so weiter. Und da macht der Hauptanteil hier jetzt Onkologie aus, wo man auch das größte Wachstum verzeichnen konnte. Danach dann gleich die Immunologie und der schlechteste Bereich war jetzt eben diese infektiösen Krankheiten. Die sind um minus 13% rückläufig gewesen, aber hier auf jeden Fall relativ starkes Wachstum. Dann hat man auch einen MedTech-Sektor hier im eigenen Portfolio. Da hat man sowas wie Orthopädie, Kardiovaskular natürlich auch mit, dann Surgery, also Operationen und Vision. Hier Hauptbereich sind die orthopädischen Sachen mit relativ moderatem Wachstum von 3,3%. Aber hier Kardiovaskular auch ein relativ großer Bereich, haben 18% Wachstum. Surgery reicht leicht rückläufig und Vision knapp steigend mit 0,8%. Also auch hier im Allgemeinen einigermaßen akzeptables Wachstum, haben aber hier jetzt auch nur reported zumindest 2,2 Worldwide Wachstum und in den USA 5,7%. Und im Operational haben wir dann relativ das Doppelte an Wachstum, also da sieht es dann schon gut aus. Bei den Sales to Customer, da konnten wir jetzt feststellen, dass hier die um 4,3% hochgegangen sind. Im gleichen Zeitraum sind aber die Kosten für die verkauften Produkte auch um 6,3% gestiegen.
was natürlich dann auch sich so ein bisschen auf das Ergebnis auswirkt. Letztendlich haben wir hier bei den Net Earnings ein schlechteres Ergebnis im Vergleich zu 2023. Ist zwar ein relativ wenig Unterschied, aber rückläufiges Ergebnis jetzt hier in diesem Vergleich. Wir haben zudem jetzt hier mal die Adjusted Income before Tax, also mit den einzelnen Segmenten. Und da sehen wir, dass die Medizin eben den Hauptanteil ausmacht der Earnings und die auch ja, deutlich gesteigert werden konnten im Vergleich zum Jahr 2023. Und MedTech war da jetzt eben rückläufig, aber da sind jetzt eben auch diese Einmaleffekte noch mit drinnen. Wenn man die ausrechnen würde, dann hätte auch MedTech eine minimale Steigerung mit drinnen gehabt. Hier sieht man so einen kleinen Auszug mal aus den einzelnen Medikamenten von Johnson Johnson. Und hier ist nochmal Shockwave, die man jetzt eben neu eingeführt hat. Zu der einzelnen Strategie, die Johnson Johnson bei der Kapitalallokation führt, da möchte man ja das Geschäftsmodell organisch zum Wachstum bringen, dann der Free Cashflow, der dadurch erzeugt wird, nutzen. Einmal natürlich in die Forschung stecken und andererseits aber auch weiterhin seine Dividende bezahlen und einzelne eigene Aktien zurückkaufen. Also das ist wirklich schön. Man hat jetzt hier noch Cash von 25 Milliarden US-Dollar. Net Debt wird hier ausgewiesen von 16 Milliarden US-Dollar und Free Cashflow hier 7,5 Milliarden US-Dollar. Und man hat da auch wirklich gute Werte bezahlt. Also hier 3 Milliarden in Dividenden bezahlt und also in diesem Quartal und insgesamt 6 Milliarden schon year to date und 17 Milliarden in strategische inorganische Wachstumsmöglichkeiten investiert. Ja, und auch die Guidance wurde hier leicht angehoben tatsächlich, was natürlich auch schön zu sehen ist. Es wurden zwar zum Beispiel Sales wurden maintained, aber auch einige Teile der Zahlen wurden jetzt hier gut übertroffen. Und grundsätzlich geht man jetzt hier für das letzte, also für den Rest des Jahres davon aus, dass die Medizin sich etwas verlangsamt vom Wachstum, weil also die glauben, dass das erste Halbjahr hier stärker ist wie das zweite. Und bei MedTech sehen sie das genau andersrum. Also da wird davon ausgegangen, dass das zweite Halbjahr stärker ist wie das erste, was natürlich dann dazu führen kann, dass sich das so ein bisschen ausgleicht alles. Ja, also man sieht schon, Johnson Johnson, die investieren wirklich stark in Forschung und Entwicklung und haben da auch, also versuchen da auch weiter ihren Fokus drauf zu setzen und eben weiter im Pharma- und Medizintechniksektor eine Rolle zu spielen. Und jetzt werfen wir mal so einen Blick auf den Qualitätscheck von der Aktie. Wir sehen jetzt hier 13, 15 Punkten. Es gibt einen Punktabzug für das Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre, weil es leicht rückläufig war. Und auch die Stabilität des Umsatzwachstums führt zum Punktabzug. Sonst sieht aber wirklich alles gut aus. Eigenkapitalrendite, Earnings per Share Wachstum. Hier alles relativ schön. Bei der Gewichtung nach Sektoren sehen wir, dass das Unternehmen hauptsächlich auf wenig Volatilität, Sicherheit, Qualität, Dividende und Value liegt. Wenn man die aktuelle Bewertung hier mal zum Fair Value, zum Umsatz anschaut, sehen wir, dass wir im Moment genau fair bewertet sind. Auf Basis des ausgewiesenen Gewinns im letzten Jahr sind wir minimal überbewertet mit knapp 5% drüber und bewegen uns aber auch da schon wirklich sehr schön hin und her, immer rund um die faire Bewertung. An sich, die Dividende konnte hier wirklich schon lange gut gesteigert werden, gefällt mir wirklich gut. Wir haben im Moment so eine Dividendenrendite von knapp 3%. Margen wurden eigentlich immer schön gleich gehalten, manchmal leichte Tendenzen nach unten, manchmal dann wieder leichte Tendenzen nach oben. Also jetzt hier keine wesentliche Steigerung oder dass das rückläufig wäre. Piotrowski F-Score haben wir an 5 von 9 Punkten, also hier einigermaßen akzeptable Bewertung. Beim Dividendennadel 4 von 4 Punkten, was natürlich wirklich schön zu sehen ist. Also Johnson Johnson auf jeden Fall mal interessant für einen noch näheren Blick hier und vielleicht auch interessant, das Unternehmen zu kaufen als langfristige Investition. Wir sehen auf jeden Fall, dass das Unternehmen hier schon seit 2021, 2017 sich sehr lange auf dem gleichen Kursniveau jetzt befunden hat und jetzt zuletzt hatten wir hier mal eine Bewegung nach oben. Jetzt gucken wir mal einen Blick auf die Dividende. Die konnte wirklich schon sehr lange gesteigert werden. Sehen wir hier wirklich wunderschön. Es wird auch davon ausgegangen, dass die Dividende hier weiter erhöht wird. Wir haben aktuell eine Dividendenrendite von 2,84%. Im Schnitt der letzten 10 Jahre lag die bei 2,71%.
Payout Ratio in den letzten 3 Jahren 66,74%, also ist auf jeden Fall noch gesund und wird jetzt hier seit 10 Jahren gesteigert und wir haben ein Wachstum der letzten 5 Jahre um 5,83%. Also wird auch hier die Dividende noch weiter gesteigert, was ja ganz nett ist. Und ja, die Kontinuität haben wir hier 25 Jahre. Wachstum der letzten 10 Jahre 6,14%. Also wir sehen, dass die Dividende jetzt schwächer gesteigert wird, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Also es ist jetzt nicht der absolut größte Dividendenwachstumswert. Man hat aber eben auch jetzt schon eine relativ hohe Dividendenrendite. Ja, die Analysten sagen jetzt hier zu 57% halten, 43% sagen kaufen. Also keiner hier jetzt negativ an der Stelle, was natürlich auch schon mal gut zu sehen, schön zu sehen ist. Wir vergleichen jetzt hier nochmal den Kurs von Johnson & Johnson in Blau mit dem S&P 500 in Orange. Und da sehen wir, dass der S&P 500 deutlich besser gelaufen ist über einen langen Zeitraum wie Johnson & Johnson. Und das gilt aber auch für den Total Return an sich. Also wir sehen jetzt auch hier nochmal in Rot den Total Return mit eingerechnet bei Johnson & Johnson und in Blau den normalen Kurs. Und auch hier konnte sich Johnson & Johnson wirklich nicht also wirklich sehr, sehr schwierig, nicht mit dem S&P 500 gleich aufhalten. Und das ist natürlich jetzt nicht besonders schön. Aber dafür hat halt eben Johnson & Johnson zum Beispiel in dieser Inflationskorrektur keine wirklich starken Kursverluste einbüßen müssen. Also es ist einfach ein sehr, sehr starker Momentum- und Value-Titel, was natürlich auch Vorteile haben kann. Aber man sieht auf jeden Fall, dass das Unternehmen sich im Vergleich zum S&P 500 schon wirklich deutlich geschlagen geben muss. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass es gut sein kann, dass man den Markt weiterhin stark underperformen wird, was natürlich wirklich schlecht wäre, wenn das der Fall ist, weil unser Ziel ist es natürlich auch immer den Markt ja, zumindest mal gleich zu laufen oder auch out zu performen. Ja, wir sehen jetzt hier im Schnitt der letzten 3 Jahre die KGVs und wir sehen, dass wir aktuell leicht unterbewertet sind mit 23,92 im Vergleich zu 26 in dem Schnitt der letzten 3 Jahre. Das gleiche gilt auch für Enterprise Value to Free Cashflow, auch da sind wir unterbewertet und beim Kurs-Umsatz-Verhältnis sind wir genau fair bewertet im Moment. Also das ist eigentlich auch schön zu sehen. Von dem her alles im grünen Bereich, was die Bewertung angeht. Und jetzt würde ich mir gerne noch die aktuelle charttechnische Situation anschauen bei Johnson & Johnson und dann noch einen Blick auf die Fundamentaldaten genauer werfen. Also als erstes mal hier auf Monatsbasis das Unternehmen analysiert. Wir sehen auch hier einen relativ schönen Trendkanal, bereits seit 2009 und hatten jetzt eine wirklich lange Korrektur seit ja, so im Jahre 2022 bis zuletzt die Korrektur, die sich sehr langsam entwickelt hat und jetzt eben auf dieser Unterstützung von 2018 ihr Ende gefunden hat. Das war natürlich auch die Hauptzone, die wirklich wichtige Rolle gespielt hat. Wir haben jetzt zwar nicht hier dieses Fibonacci Retracement abgeholt, ist aber jetzt für mich nicht allzu kritisch, weil die wichtige Unterstützung eben hier oben lag. Sehen jetzt auch hier, dass wir jetzt in den letzten Monaten, so Juli, August, wirklich eine starke Performance hatten und jetzt hier auch den Wochenschlusskurs über den letzten Hoch hatten. Also haben wir jetzt hier ein Kaufsignal schon mittelfristig ausgelöst, was wirklich schön ist. Und ich gehe jetzt tatsächlich davon aus, dass das Unternehmen sich hier bald einen neuen All-Time-Highs annähert. Und ich habe jetzt hier praktisch mal die 1er-Projektion angelegt, also von diesem Impuls hier habe ich mal gemessen, wo praktisch dieser Impuls, wenn der nochmal kommen würde, landet. Und da sehen wir, dass wir das hier auf ungefähr bei 220 US-Dollar haben und das wäre am aktuellen Kursniveau ein Potenzial von 33%. Und das halte ich tatsächlich für relativ wahrscheinlich, dass wir uns da in 2, 3 Jahren hier oben auf 220 US-Dollar befinden. Das Unternehmen läuft eben deutlich langsamer wie der ganze US-Markt und braucht auch deutlich länger Zeit. Aber das halte ich schon für sehr wahrscheinlich, dass wir uns auch weiter an diese Trendgeschwindigkeit halten. Und da haben wir natürlich auch noch deutlich Luft nach oben. Also da sieht es wirklich gut aus. Wir können natürlich jetzt kurzfristig theoretisch nochmal so einen Rücksetzer abwarten. Halte ich aber jetzt für schwierig einzuschätzen. Entweder wir rutschen hier nochmal ab auf die 155, was ein sehr guter Einstieg nochmal wäre. Oder wir korrigieren jetzt hier nur ganz minimal runter auf 160 vielleicht und drehen dann eben weiter nach oben.
aber auf jeden Fall kurzfristig und Tagesbasis, sowohl auf Wochenbasis, ist es hier schon ein Aufwärtstrend und denke auch, dass das jetzt hier die abgeschlossene Bodenbildung ist. Wir haben eine Marktkapitalisierung von knapp 400 Milliarden US-Dollar, also ein wirklich großer medizinischer Pharmakonzern, was natürlich auch damit einhergeht, warum das Unternehmen wirklich sich so stetig und langfristig stabil entwickelt. P/Ratio im Vergleich der letzten Jahre ist jetzt eben, wie bereits erwähnt, relativ günstig, was relativ gut ist. Revenue war hier im Jahr 2023 im Vergleich zu 2024 auch am Steigen, auch wenn das im Vergleich zum Vorjahr natürlich rückläufig war, weil da auch diese ganzen Covid-Vakzine mit eine Rolle spielen. Hauptabsatzmarkt ist United States mit 54% und der wichtigste Bereich der Verkäufe ist natürlich, wie gesagt, diese innovative Medizin. Wenn wir uns die Verschuldung anschauen, dann haben wir im Moment so circa 12 Milliarden Free Cashflow im Jahr und 41 Milliarden Schulden, also circa 3- bis 4-fachen Verschuldungsgrad, was auch noch völlig in Ordnung geht. Von dem her auch eine relativ gute Situation. Revenue konnte jetzt hier im Quartal zuletzt nicht mehr gesteigert werden, war jetzt hier rückläufig. Net Income aber im gleichen Zeitraum wirklich nur minimal rückläufig. Was natürlich noch schön zu sehen ist, sind jetzt hier die Total Common Shares Outstanding. Total Common Shares Outstanding wurden hier schön reduziert in den letzten Jahren, vor allem so von 2021 an konnte hier gut zurückgekauft werden. Hier mal so 200 Millionen Aktien zurückgekauft und das ist jetzt eben auch hier eine langfristige Entwicklung, die sich bei dem Unternehmen zeigt, was natürlich auch wirklich schön für uns als Aktionäre ist, wenn man hier weiter mehr am Unternehmen beteiligt wird. Ja, die EBITDA-Marge, Netmargen, sehen wir hier, dass die sich langfristig wirklich seitwärts entwickelt. Da gibt es jetzt keine langfristige Steigerung nach oben oder Senkung nach unten, also auf jeden Fall akzeptabel. Dividende wurde hier jetzt mal zuletzt leicht gesteigert. Payout Ratio einigermaßen gesund. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft für Steigerungen, aber jetzt nicht mehr das wahnsinnige Dividendenwachstum von 10% oder ähnlichem drinnen. So, dann hier nochmal die Earnings per Share. Da sehen wir, dass das Earnings per Share Wachstum in den nächsten Jahren wieder leicht zunehmen soll und soll aber weiterhin jetzt nicht der wahnsinnige Wachstumswert sein. Und das gleiche Bild sieht man eigentlich jetzt hier beim Umsatz. Leichte Steigerungen, jedes Jahr so 3-5%. Und das ist ja natürlich auch der Hauptgrund, warum das Unternehmen meiner Meinung nach ein bisschen langsamer und schlechter laufen wird wie der S&P 500. Aber deswegen ist das Unternehmen ja nicht weniger schlecht. Und ich halte von Johnson Johnson wirklich viel und ich glaube, dass es jetzt wirklich eine gute Einstiegsmöglichkeit ist in meinem Unternehmen. Und ja, ein guter Einstieg, einer der besten Einstiege, der führt natürlich auch dazu, dass es gut sein kann, dass man vielleicht doch den S&P 500 outperformen kann. Und deswegen finde ich der Johnson Johnson wirklich auch schon spannend im Moment, auch wenn es jetzt zu meiner Strategie nicht allzu gut passt, weshalb ich so Unternehmen in mein Depot nicht kaufen würde, aber für jeden wirklich dividendenfokussierten und value-fokussierten Anleger wirklich absolut spannender Pick. Würde mich interessieren, was du von Johnson Johnson hältst und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Ciao.